In diesem Video lernt ihr, wie man Matrizen addiert, sie mit einer einzelnen Zahl multipliziert und mit einer anderen Matrix. Und das alles zeige ich euch mit einer Zutatenliste für Schokolade und Nougatcreme. Die Zutatenliste für Vollmilchschokolade, Zartbitterschokolade und Nougatcreme kann ich als Matrix darstellen und dann mit dieser Matrix rechnen. Hier seht ihr alle benötigten Zutaten in einer Tabelle. Die Mengenangaben für diese Zutatentabelle habe ich auf 2 Webseiten gefunden. Auf dieser Webseite für die Schokoladen und auf dieser Webseite für die Nougatcreme. Falls ihr jetzt Lust habt, diese Sachen wirklich selbst zu machen, empfehle ich euch eher diese Webseiten als meine Tabelle. Sie ist halt kein Rezept, sondern nur eine Zutatenliste. Die Angaben in Esslöffel habe ich für die Tabelle ungefähr in Gramm umgerechnet, damit das Beispiel hier nicht unnötig kompliziert wird. Hier seht ihr die Inhaltsstoffe für Vollmilchschokolade, hier für Zartbitterschokolade und hier für die Nougatcreme. Neben dem fehlenden Vollmilchpulver enthält die Zartbitterschokolade mehr Kakao und das sorgt dann für den bitteren Geschmack. Ich schreibe die Matrix jetzt neben diese Zutatentabelle und benenne sie mit Groß R. Matrizen lassen sich addieren, mit einzelnen Zahlen multiplizieren und mit anderen Matrizen multiplizieren. Das werde ich jetzt mit dieser Matrix vorführen und ihr könnt dann direkt sehen, wofür das Ergebnis dann hier in diesem Beispiel steht. Wenn sich in Zukunft herausstellt, dass in beiden Schokoladenrezepten mehr Kakao hinzugefügt werden sollte, um den Geschmack zu verbessern, können wir das durch die Addition einer Matrix machen. Wir können dann zum Beispiel das neue Rezept mit R neu benennen. Der Vollmilchschokolade fügen wir 5 Gramm Kakao hinzu und der Zartbitterschokolade 10 Gramm Kakao. Die zusätzlichen Gramm Kakao werden durch weniger Kokosöl ausgeglichen, damit die Größe der Portionen gleich bleibt. Wenn wir die Größe der Portion verdoppeln wollen, können wir die Matrix mit einer Zahl multiplizieren. Diese Zahl wird als Skalar bezeichnet, deshalb spricht man hier auch von einer Skalarmultiplikation. Wir nehmen R mal 2 und haben dann die doppelte Menge der Zutaten in der Matrix, die ich hier mit R doppelt bezeichne. Diese Menge an Zutaten benötige ich also, wenn ich doppelt so viel Schokolade und Nougatcreme herstellen will. Die Rechenoperation, die in der Schule erfahrungsgemäß am meisten Kopfzerbrechen bereitet, haben wir noch nicht besprochen. Das machen wir jetzt zum Abschluss mit 2 weiteren Beispielen. Nehmen wir zunächst an, es gibt eine Bestellung eines Freundes bei mir. Dieser Freund hätte gerne 2 Portionen Vollmilchschokolade, 3 Portionen Zartbitterschokolade und 4 Portionen Nougatcreme. Wie viel von den Zutaten brauche ich, um seine Bestellung herzustellen? Zunächst schreiben wir die Bestellung als Matrix mit einer Spalte, also von oben nach unten b gleich 2, 3 und 4. Wenn ich jetzt also wissen möchte, welche Menge der Zutaten ich benötige, multipliziere ich die Matrix R mit der Matrix B. Wie das funktioniert, wisst ihr ja bereits aus dem Video zur Matrizenmultiplikation. Fangen wir also an. Stopp. Matrizen mit mehr als 3 Spalten oder Zeilen multipliziere ich nicht von Hand, wenn ich vor einem Computer sitze. Wozu gibt es denn zum Beispiel Excel? Wenn man die Matrizen in eine Tabellenkalkulation wie zum Beispiel Excel oder wie hier in diesem Beispiel online in Google Tabellen eingibt, dann gibt es den Befehl mmult, der 2 Matrizen miteinander multipliziert. Wenn ich also die für die Bestellung benötigten Zutaten wissen möchte, markiere ich als erste Matrix die Zutatentabelle und als zweite Matrix die Bestellung. Und voilà, ich erhalte die benötigten Zutatenmengen für die Bestellung. Genau das ist ja auch die Stärke von Matrizen. Ich kann viele Rechnungen mit nur einem Schritt, also in Excel zum Beispiel mit dem Befehl mmult, durchführen. Natürlich könnt ihr trotzdem mal einen der Ergebniswerte von Hand berechnen, aber eigentlich nur, um zu überprüfen, ob ihr die Matrizenmultiplikation richtig verstanden habt. Und jetzt noch eine Anwendung der Matrizenmultiplikation. Ein sogenannter zweistufiger Produktionsprozess. Aus den beiden Schokoladensorten und der Nougatcreme sollen jetzt Schokoladeneier mit Nougatcreme-Füllung hergestellt werden. Um 1 Kilo Vollmilcheier herzustellen, benötigt man 3,7 Portionen Vollmilchschokolade und eine Portion Nougatcreme.
Um 1 Kilo Zartbittereier herzustellen, benötigt man 3,7 Portionen Zartbitterschokolade und eine Portion Nougatcreme. Bei den Zutaten der oberen Tabelle spricht man von Rohstoffen, bei den Zutaten der unteren Tabelle von Zwischenprodukten und bei den Schokoladeneiern von Endprodukten. Oft wird die Matrix für die obere Tabelle deshalb mit RZ bezeichnet, da sie die Mengenangaben von benötigten Rohstoffen, also R, für je eine Portion der Zwischenprodukte, also Z, angibt. Ich ändere das jetzt hier mal. Die Matrix für die zweite Tabelle bezeichne ich mit ZE, da sie die Mengenangaben von benötigten Zwischenprodukten für je 1 Kilo der Schokoladeneier angibt. Wäre es nicht super, wenn ich jetzt auch noch eine Tabelle hätte, bei der ich direkt sehen kann, welche Rohstoffe ich für jeweils 1 Kilo meiner Schokoladeneier benötige? Genau diese Tabelle kann ich jetzt mit der Matrizenmultiplikation berechnen. Das Ergebnis der Multiplikation dieser Matrizen ist die Matrix RE. RE ist also RZ mal ZE. Das schreibe ich jetzt mal auf eine neue Seite. Und so sieht die Multiplikation jetzt komplett aufgeschrieben aus. Die linke Matrix hat 8 Zeilen und 3 Spalten. Das habe ich als sogenannte Dimension unter diese Matrix geschrieben. Die rechte Matrix hat 3 Zeilen und 2 Spalten. Somit steht bereits fest, dass das Ergebnis die Dimension 8 Kreuz 2 hat. Also 8 Zeilen und 2 Spalten. Und jetzt seid ihr dran. Holt euch die benötigten Daten aus der Google-Tabelle, die ich unten in den Kommentaren verlinkt habe, und berechnet das Ergebnis mit dem Befehl mmult, zum Beispiel in Google-Tabellen oder in Excel. Wenn ihr danach noch Lust habt weiterzurechnen, dann könnt ihr auch noch überlegen, wie man die benötigten Rohstoffe für die Bestellung einer beliebigen Menge von Schokoladeneiern ausrechnen kann. Viel Spaß und Erfolg beim Selbermachen! Wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Ich veröffentliche wöchentlich neue Erklärvideos auf diesem Kanal. Schreibt mir in die Kommentare, zu welchem Thema ihr gerne ein Video von mir hättet. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.